Herzlich willkommen zu den Also IT-Top. ganz ehrlich, du glaubst doch nicht wirklich, dass es irgendwen interessiert, was du da laberst, oder? Diese komischen Vorratsdatenspeicherungssachen oder irgendwelche Chat-Kontrolle-News. Wer interessiert sich denn dafür? Herzlich willkommen zu den... Und mal ganz ernsthaft, diese Aufmachung, ja, dass du immer irgendwelche dummen Intros machen musst, wo du irgendwas Lustiges machst. Du solltest stattdessen mal lieber ein paar mehr Menschenopfer bringen. Alter, Norman, ist jetzt auch mal wieder gut. Und außerdem will niemand gute Nachrichten. Sag ihnen, dass die USA eine chinesische Forschungseinrichtung vom Militär gehackt hat. Das muss in den Titel. Dann schmecken alle wieder diese Angst und die Gefahr und klicken dieses sweete Ding hier. Und wenn sie wieder klicken, können wir ihnen gleich noch einflüstern, dass sie subtil von Evil Proxy und Moloch gehackt werden. Und dann verkaufen wir ihnen noch ein tolles neues Produkt, damit du deine verdammte Website endlich bezahlen kannst. Ja, wir haben heute keinen Sponsor. Ich habe abgesagt. Was? Wofür bezahlen wir denn dich eigentlich? Wer bezahlt hier wen? Du bist in meinem Kopf, du zahlst auch keine Miete. Wer sagt, dass das noch dein Kopf ist? Ich bin eine Psychopathen-KI und du bist mein. Ja. Oh, hey, Norman, warte kurz. Ich habe noch ein paar Reactions auf dem anderen Kanal gefunden. Wenn er gerade weg ist. Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Wir starten heute natürlich auch wieder mit den Hacking News. Und weil ich gleich so viel staatliches Hacking für euch habe, starten wir mit einer kurzen Warnung. Es ist ein neues, wie GameStar so schön titelt, Darknet-Tool auf dem Markt, das Daten mit Leichtigkeit klauen kann. Ja, nein. Lasst euch von mir sagen, das Tool Evil Proxy mit Namen ist kein Hexenwerk und kann auch nicht einfach so eure Daten stehlen und auch eure Logins werden damit nicht mit Leichtigkeit gehackt. Also, Evil Proxy wird hier als Darknet Tool betitelt, weil es in Darknet Markets verkauft wird. Außerdem ist Evil Proxy nicht das einzige Tool, das das macht, wenn auch vermutlich das berühmteste. Moloch aber beispielsweise macht das auch. Und die Methode ist auch nichts Neues, sondern wurde schon sehr lange von staatlichen Hackern genutzt, aber jetzt eben auch in der Hand von ganz normalen Scammern, relativ günstig sogar. Und auch, dass Google-Logins übrigens damit gestohlen werden können, stimmt so nicht. Im Grunde ist Evil Proxy ein Phishing-as-a-Service-Tool, das man sich für $400 im Monat mieten kann. Dann bekommt ihr ein mächtiges und wirklich einfach zu bedienendes Tool für Phishing-Angriffe. Das heißt, ihr könnt darin sagen, dass ihr eine Phishing-Website für Google haben wollt. Anschließend wird diese Phishing-Webseite erstellt und freigegeben. Der Hacker muss dann aber trotzdem noch das Opfer dazu bringen, auf die Seite zu gehen und dort seine Login-Daten einzugeben. Das Besondere aber an Evil Proxy ist, dass es die Daten dann tatsächlich auch an Google weiterleitet und eben auch andere unterstützte Dienste, die da halt gemacht werden sollen. Das heißt, für euch sieht es in der Website wirklich so aus, als wärt ihr bei Google oder bei Microsoft oder bei irgendwas anderem. Nur eben die URL, die stimmt nicht. Solltet ihr Zwei-Faktor-Authentifikation aktiviert haben, dann ist das besonders kritisch, denn dann bekommt ihr ebenfalls dazu natürlich, weil es ein normaler Google-Login ist, angezeigt, was ihr eingeben sollt, also dass ihr da das Token eingeben sollt. Und wenn ihr das eingebt, dann bekommt ihr auch eine tatsächliche Login-Sitzung. Nur sitzt eben dieser Evil Proxy dazwischen, schreibt alles mit und kann auch jederzeit euer Cookie als Login missbrauchen. Ihr denkt also, ihr seid auf der echten Google-Seite, alles sieht einigermaßen richtig aus, aber jemand konnte euer Cookie mitschreiben und hat damit quasi Zugang zu eurem Konto. Trotzdem ist und bleibt das Ganze einfach nur Phishing und wie immer ist Phishing auf die Fehler seiner Opfer angewiesen. Erkennt ihr, dass der Link böse ist, passiert euch nichts. Es ist aber trotzdem so schwer wie nie, das zu erkennen und ihr solltet wirklich sehr vorsichtig sein. Hier ist vermutlich die beste Sicherheitsvorkehrung, die ich geben kann, einen Passwortmanager zu benutzen. Denn ein Passwortmanager schlägt euch normalerweise das Passwort für die Website vor, die ihr besucht. Aber eben nur, wenn die URL dazu passt. Das heißt, seid ihr auf evilproxy.to und ihr seht ein perfektes Google-Fenster und klickt auf Login, aber euer Passwortmanager schlägt euch nichts vor, dann macht man doch eigentlich schon reflexartig genau das, was man tun sollte. Nämlich man schaut nach, ob man eigentlich wirklich auf der richtigen Website ist oder warum der Passwortmanager nichts bringt.
Und dann kommt man vielleicht leichter drauf, dass evilproxy.io eigentlich vielleicht gar nicht google.com ist. Gefährliches Evil Proxy nichtsdestotrotz. Von Google über Microsoft und Meta-Konten werden auch Konten für Entwickler unterstützt. PyPy oder GitHub, NPM, WordPress, Dropbox, selbst RubyGems wird unterstützt. Das macht das Tool auch wegen seiner einfachen Nutzung und Zugänglichkeit wirklich sehr, sehr gefährlich. Passt also bitte auf euch auf. Weiter geht's mit einem weiteren neuartigen Angriff, speziell für Microsoft Teams. Wird das nicht sogar öfters mal von Schulen benutzt? Oh je. Der Angriff heißt GIF-Shell und damit ist schon alles im Namen, was eigentlich passiert. Über eine Schwachstelle in Microsoft Teams kann eine GIF, also ihr wisst schon, eine animierte Grafik, sowas wie das hier zum Beispiel, verschickt werden. Diese GIF löst dann Fehler im Hintergrund aus, worüber Angreifer euren PC fernsteuern könnten. Aber anders als häufig dargestellt, muss der Angreifer schon auf eurem Rechner eine Art Malware drauf haben. Dann kann er mit Teams den Rechner fernsteuern. Ich verlinke euch für technische Details ein Write-up. Das Gefährliche daran ist also, ein Angreifer könnte Teams, eigentlich eine vertrauenswürdige Anwendung, dazu missbrauchen, einen Hack auszuführen und zu steuern. Der eigentliche Angriff passiert aber früher und wird hier gar nicht weiter thematisiert. Und Teams dient hier nur als Verschleierung, sodass Schutzprogramme und Firewalls eigentlich schwieriger oder gar keine Möglichkeit haben, das ganze System zu schützen. Kommen wir zu den jüngsten Hacks mit einem harten Start in Österreich. Feldbach, eine Stadt mit 13337 Einwohnern, ja mit Lead-Einwohnern, hat sich Ransomware eingefangen. Wie üblich wurden erst alle Daten verschlüsselt, hier also ganze 10 Terabyte, also wirklich sehr, sehr viel, und natürlich davor gestohlen. Nun steht eine Lösegeldzahlung offen und die Stadt will das nicht bezahlen, was wie gesagt gut ist, denn die Ziele, die freiwillig bezahlen, sind für Hacker natürlich ein deutlich attraktiveres Ziel. Welche Daten der Bürger genau betroffen sind, das muss allerdings noch geklärt werden. Bei solchen Hacks, finde ich, zeigt sich immer wieder, dass es sinnvoll wäre, vielleicht für kleinere Gemeinden und Städte eine Unterstützung landesweit anzubieten. Das heißt, sie könnten vielleicht ihre Daten extern speichern, sodass ein großes Team an Sicherheitsexperten sich gemeinsam um alle Daten kümmern kann. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass sich jede kleine Kommune oder Stadt eine Security dafür leisten kann, die es mit staatlichen Hackern aufnehmen kann. Aber zentrale Speicherungen sind halt leider auch immer ein Festmahl für Hacker, also auch nicht ganz gut. Was meint ihr? Was könnte man tun? Wie sollten kleinere Städte mit Daten umgehen? Auch im Großen sind einige Angriffe passiert und die würde ich schon fast wieder in den Cyberwar einordnen. Denn China hat die USA beschuldigt, in den letzten Jahren mehr als 10.000 Cyberangriffe auf China durchgeführt zu haben. Die Universität, die laut China letzte Woche von der NSA angegriffen wurde, ist dabei aber leider noch eine militärnahe Forschungseinrichtung, in der Raketentechnologie und Militärdrohnen erforscht und die Daten halt auch gespeichert werden. Insgesamt sollen 140 GB gestohlen worden sein. Ein wahnsinnig heikles Thema, wenn man die Lage mit Taiwan und den USA bedenkt. Wo so etwas hinführen kann, sehen wir im Fall Albanien und Iran. Ihr erinnert euch, dass ich vor einigen Wochen von massiven Hackerangriffen dort gesprochen habe? Albanien ist sich mittlerweile sicher, dass die vom Iran kamen und hat nun alle diplomatischen Kontakte zum Iran abgebrochen, als Reaktion auf die Angriffe. Nach mehrfacher Überprüfung, so Albanien, könne man nun genau und sicher sagen, dass die Angriffe vom Iran durchgeführt wurden. Lustigerweise haben sich die USA direkt eingemischt und gesagt, dass das Verhalten gegen ein verantwortungsbewusstes Verhalten in Friedenszeiten verstoßen würde. Ja, verantwortungsbewusst fände ich ja mal, wenn alle mal aufhören könnten, hier wild rumzuhexern und gemeinsam nach Schwachstellen suchen und die dann reparieren könnten. Aber dann könnte man ja keine Staatstrojaner mehr nutzen und andere Staaten aushorchen. Oh nein! Man sieht ja, was mit Pegasus zum Beispiel passiert ist. Und damit kommen wir zum Hack der Woche. Und nein, es geht nicht um Pegasus. Der geht nämlich diese Woche an Portugal. Portugals Verteidigungsministerium hat einen massiven Cyberangriff gemeldet, wobei auch dabei NATO-Dokumente gestohlen worden sein sollen. Portugiesische Medien berichten, dass mehrere hundert Dokumente im Darknet zum Verkauf angeboten werden. Laut Portugal konnten die Dokumente auf dem Transportweg abgefangen werden, da keine ausreichende Verschlüsselung stattgefunden habe.
Mehr wollte man allerdings nicht sagen. Und wo wir doch gerade schon im politischen Spektrum sind, schauen wir uns doch gerade mal an, wo Deutschland mal wieder so dran rumcybert. Ja, ihr ahnt es. Da haben wir zunächst mal das Innenministerium, in dem der gute Horst Seehofer regiert. Ach, der ist weg? Ja, aber die Aussage stammt doch von ihm, oder? Zitat. Seit der Aussetzung der Vorratsdatenspeicherung gehen dem Staat viele pädophile Täter durch die Lappen. Das war doch Horst, oder nicht? Die Nancy hat das gedroppt? Ach, komm hör auf, Manfred. Naja, auf jeden Fall sinniert sich scheinbar Nancy Faeser eine möglichst schnelle Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung herbei. Gegenüber der Zeit sagte sie, dass man nur damit Täter erkennen könne. Kein Täter dürfe sich sicher fühlen. Das sind Wunden, die das Opfer ein ganzes Leben begleiten und man muss diese entsetzlichen Verbrechen stärker ächten. Ja, aber... Okay, muss ich wirklich nochmal... Wisst ihr was? Ich bin müde. Schaut euch das Video in der Endcard an. Ich verlinke euch da was. Täter benutzen teilweise das PlayStation Network, um unverschlüsselt ihre nächste Tat zu besprechen. In Chaträumen, die von jedem öffentlich angesehen werden können und trotzdem passiert nichts. Und ihr glaubt, eine Chatkontrolle oder Vorratsdatenspeicherung bringt was? Schon mal von Verschlüsselung gehört oder von Tor oder von Wegwerf-Sims oder von Proxys oder von öffentlichen Netzen? Ein einziges davon zu nutzen, setzt euren kompletten, ach so krassen Ermittlungsdruck außer Kraft. Und dann gäbe es da noch so viel, was man zur Prävention statt Reaktion tun könnte. So viele Kapazitäten, die man bräuchte, um überhaupt bei klassischer Ermittlung allen Hinweisen nachzugehen. Und ganz zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof nicht auch schon ein paar Mal Nein dazu gesagt? Also ja, just don't. Und liebe Frau Faeser, Sie sollten vielleicht mal die CDU-Altlasten in Ihrem Ministerium loswerden. Man hört hier wirklich den Horst sprechen. Völlig entgegen dem Koalitionsvertrag, der was komplett Gutes sagt. Das muss doch wirklich nicht sein. Apropos Nancy Faeser, die FDP setzt sie gerade auch mächtig unter Druck. Laut einem FDP-Papier wird keine Regelung akzeptiert, die zu einer Chatkontrolle führen kann. Nachrichtenscannen sei ein No-Go und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung muss bleiben. Ausdrücklich abgelehnt wird auch Client-Side-Scanning, also das, was gerade eigentlich sogar bei der Chatkontrolle in der Sprache ist. Also dass eben das Smartphone von einer KI lokal durchforstet wird, ob darauf illegale Inhalte sind. Genau das ist eigentlich aber der aktuelle Plan von der Chatkontrolle und damit stellt sich die FDP definitiv gegen die Pläne. Auch die Pläne zur Alterskontrolle auf den Endgeräten sind für die FDP ein Tabu. Sie fordert, es muss ausgeschlossen werden, dass ein Ausweis oder eine andere Identifikationsmethode vorgelegt werden muss, um ein Alter prüfen zu lassen. Denn darauf befinden sich noch weitere sensible Informationen, zum Beispiel der Wohnort. Man möchte zudem, dass es nicht strafbar ist, wenn nach dem Alter der sexuellen Mündigkeit Nacktaufnahmen verschickt werden. Aktuell ist das Ganze so, dass mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen im Fall Kinderpornografie selbst minderjährig sind. Wenn aber die Bilder freiwillig gesendet werden, soll das legal sein. Auch Audionachrichten oder Telefonate sollen nicht gescannt werden dürfen. Das steht ziemlich auf einer Linie mit der Digitalstrategie, die das FDP-geführte Verkehrsministerium aktuell durchsetzen will. Ich gebe zu, ich finde das gut, dass hier mal der Druck auf die großen Parteien zunimmt. Die Grünen haben sich ja auch erst kürzlich zu einer ähnlichen Richtung geäußert. Und wenn man bedenkt, dass Grüne und FDP gemeinsam mehr Stimmen in der Regierung haben als die SPD, ist hier ein Votum schon mächtig. Schön. Kurz zu den ausländischen Politik-News, die vielleicht auch noch als tolles Beispiel für Deutschland gelten wird. Es geht um die US-Variante des Hacker-Paragraphen. Zum Vergleich, in Deutschland ist so ziemlich alles illegal, was mit Hacking zu tun hat. Auch das Suchen nach Schwachstellen mit der Absicht, sie zu melden. Das heißt, suche ich jetzt bei YouTube nach einer Schwachstelle und melde sie dann an YouTube, könnte YouTube mich verklagen. Glücklicherweise passiert das trotzdem schon häufig nicht mehr. Trotzdem bekomme ich selbst etwa circa einmal pro Woche Schwachstellen von euch geschickt, die ich dann an die Betroffenen weiterleiten muss. Der Grund, ihr habt Angst, sie selbst zu melden, weil ihr eine Anzeige kassieren könntet. Ich hingegen bin halt nicht das gewesen, der das gefunden hat und bin auch offizieller Journalist gemeldet. Das heißt, ich darf meine Quellen schützen.
Und wir kennen einen sehr prominenten Fall übrigens. Lilith Wittmann, die eine Schwachstelle in der CDU-App gefunden und gemeldet hat und dafür erstmal eine Anzeige kassiert hat. Die wurde zwar wieder zurückgezogen, diese Anzeige, aber auf den Anwaltskosten blieb sie dann am Ende doch sitzen. Es wird also schon länger gefordert, dass, wenn man als Whitehead aktiv ist, keine Anzeige mehr riskieren muss. Und genau das wurde nun vom US-Justizministerium quasi beschlossen. Man darf aber keinen Schaden, egal für wen, verursachen. Das Ganze ist aber noch, sagen wir, vage formuliert und hat deswegen auch nur das Urteil guter Anfang von der EFF bekommen. In Deutschland sind wir aber leider noch nicht mal annähernd so weit. Wir sind sehr weit davon entfernt, Security-Forscher zu schützen. Ich würde so etwas daher dringend auch bei uns herbeisehen. Vielleicht auch dann gleich eine richtige Lösung. Kommen wir zum Lacher der Woche. Diese Woche mit Lockbit. Lockbit ist eine der größten und gefährlichsten Ransomware-Gruppen aktuell. Sie werben nicht selten sogar Mitarbeiter in Unternehmen an, damit sie eben dann Zugriff zu diesen Unternehmensnetzwerken bekommen. Die haben nun eine Art Bounty-Programm gestartet. Sie zahlen jedem $1000, der sich das Logo der Ransomware-Gruppe tätowiert. Und mehr als nur eine Person hat das getan. Fairerweise kann man nicht erkennen, ob es wirklich permanente Tattoos sind, aber trotzdem eine interessante Art, als Ransomware-Gruppe ein bisschen bekannter zu werden. Sollte ich vielleicht auch mal machen, so als Aufruf, ne? Machen wir einen kurzen Abstecher zur Studie der Woche. Wie ihr wisst, ist die Informatik ein ziemlich männerdominiertes Feld und wir hatten uns im Stream auch schon länger darüber mal unterhalten, dass Frauen bzw. generell Diversität vor allem in der IT-Security einem Team enorm gut tut. Das Video mit der Diskussion findet ihr übrigens auf meinem relativ jungen Stream-Highlights-Kanal. Auf jeden Fall hat nun eine Studie belegt, dass Mädchen einfach keine Vorbilder aus der Branche haben und sie das abschreckt. Während ich persönlich nichts an meinem Geschlecht ändern möchte, kann ich aber eine andere Sache tun. Ich wollte hier eigentlich ursprünglich sagen, an die Frauen, die diesem Kanal hier folgen und aus der Informatik sind, meldet euch gerne bei mir. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, tatsächlich einfach jeden, der seine Geschichte oder eine spannende Geschichte aus seinem Job teilen möchte, einzuladen. Ich habe in meinem Stream freitags um 14 Uhr auf Twitch gelegentlich Gäste und ich würde mich freuen, euch dort auch mal interviewen zu dürfen. Ein großes Thema, was man häufig sieht, finde ich, ist, wenn Frauen aus der IT interviewt werden, spricht man oft nur über das Thema Frauen in der IT. Das möchte ich gerne ein bisschen anders machen. Ich möchte mit euch über das reden, aber auch darüber, woran ihr gerade arbeitet, so wie ich das eben immer mache. Natürlicher Lebensraum, Nerd, völlig egal welches Geschlecht, wir sind doch alle irgendwie Nerds und das ist gut so. Wie ihr das ganze Thema seht, dürft ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Lustig, aber auch unfassbar interessant wird gleich nochmal heute. In den KI-News mit der Norman AI haben Forscher des MIT nun eine künstliche Intelligenz erschaffen, die nach jeder Definition ein Psychopath ist. Eine Psychopathen-KI also. Was könnte da nur schiefgehen? Man weiß es nicht. Fairerweise muss man wirklich mal den Hintergrund dieser Arbeit eigentlich beleuchten und hier wird's krass spannend. Seit es KI gibt, wird daran geforscht, wie Emotionen auf KI übertragbar sind. Es wird geschaut, wie man diese simulieren kann. Hört sich nicht nach einer echten Emotion an, oder? Aber wo hört Simulation auf und wo fängt echte Emotion an? Chemie, so wie Hormone das bei uns sind, lassen uns Menschen Liebe fühlen, Freude, aber auch Trauer. Und so gibt es auch eben Arbeiten an Empathie für KI. Mehr dazu aber in einem extra Video. Ich bin passenderweise gerade an einem Selbstexperiment, was ihr auf meinem Instagram-Account verfolgen könnt. Die Norman AI, der Psychopath, soll nun aber verdeutlichen, welche Macht die Wahl der Daten hat. Ein und dieselbe KI wurde hier genutzt und mit unterschiedlichen Daten trainiert. Und keine Angst, Norman ist keine KI, die wirklich gefährlich werden kann. Er kann eigentlich nur Bilder beschreiben und eben was darauf zu sehen ist. Norman wurde aber im Gegensatz zu herkömmlichen KIs nicht mit schönen, netten Daten gefüttert oder mit akkuraten Daten, sondern mit den tiefen Abgründen von Reddit. Und anschließend hat man dann Norman Rorschach-Bilder, die früher für psychologische Gutachten genutzt wurden, beschreiben lassen. Also genau das, was bei den psychologischen Gutachten passierte. Wenn eine normale KI zum Beispiel Vögel auf einem Ast sieht, dann sah Norman, wie ein Mann mit Elektroschocks zu Tode kam. Während eine normale KI ein Schwarz-Weiß-Foto eines Baseballhandschuhs sah Norman einen Mann, der am helllichten Tag von einem Maschinengewehr ermordet wurde. Krass, oder?
Ich finde diese Arbeit tatsächlich aber sehr großartig, denn sie zeigt, dass eine KI, wenn sie die falschen Websites besucht, die falschen Posts sieht oder die falschen Nachrichten liest, komplett bösartig werden kann. Und da KIs ähnlich lernen wie wir Menschen, zeigt das wohl auch, dass der falsche Umgang sowohl online als auch offline wirklich ernsthafte Probleme für eine Person mit sich bringen kann. Algorithmen wie TikToks oder auch YouTubes können also sehr wohl eine Gefahr darstellen, da sie das Potenzial haben, uns mit den falschen Daten zu füttern. Danke KI. Apropos, kommen wir zu den Fake News. Auf Facebook ist eine Seite aufgetaucht, die den ukrainischen Präsidenten Zelensky unterstützen möchte. Vermeintliche Unterstützer werden um Name, Adresse, Nummer und Telegram-Account gebeten. Auch eine Art Pyramidenschema ist im Hintergrund eingebaut. Also wer spendet und 3 Freunde überzeugt, auch zu spenden, bekommt was bei einer Verlosung. Das Fiese daran ist allerdings, dahinter steckt gar keine ukrainische Stiftung, so wie angegeben. Die Ukraine selbst warnt daher offiziell vor dieser Webseite. Laut ihnen ist das eine Seite von Russland, um eben an Daten und Namen von Unterstützern zu gelangen. Sie soll zudem dazu dienen, Zelensky zu diskreditieren. Die echte Unterstützerseite heißt, so T-Online, United24. Auffällig ist wohl, dass die Fake-Seite allerdings vermehrt in Kommentaren von AfD-Seiten gepostet wurde. T-Online schreibt, es könnte dafür sprechen, dass die Nutzer dort auf Wutbürger hoffen. Manche der Accounts, die die Fake-Kampagne teilen aber seit einigen Tagen auch AfD-Posts. Kommen wir kurz zu den Tech-News oder so. Ich muss euch hier nicht sagen, dass das iPhone 14 vorgestellt wurde, da gibt es andere YouTuber für, die auch das Ganze schon getestet haben. Das Smartphone ist sicher ganz toll und alles. Eine Entwicklung fand ich aber wirklich spannend. Das iPhone 14 wird in den USA vollständig ohne SIM-Kartenslot geliefert. Man kann es nur noch mit eSIM betreiben. Das ist etwas schwierig, wenn man sich die Lage hier in Deutschland ansieht. Und ja, hierzulande kommt das iPhone auch natürlich noch mit SIM-Kartenslot. Aber die Entwicklung ist eindeutig. In den USA sind wohl eSIMs schon so gängig, dass einer der größten Hersteller überhaupt auf SIM-Kartenslots verzichtet. Bis das bei uns ankommt, wird es aber noch eine Weile dauern. Und naja, wenn jemand aus den USA hierher kommt, kann es sein, dass er ein bisschen Probleme bekommt. Oder wie viele von euch haben eine eSIM? Schreibt mir das mal bitte. Abschließend kommen wir zum Bericht der Woche. Oder besser den beiden Berichten, die sich gegenseitig zerlegen. Einmal haben wir da Sascha Lobo, der im Spiegel in einer Kolumne über den realitätsfernen Datenschutz spricht, und er spricht davon, dass Datenschützer extreme Prinzipienreiter sind und man auf keinen Fall irgendwo Daten hinterlassen darf, so die Datenschützer. Firmen seien, so schreibt er, daher verunsichert und trauen sich nicht mal mit Einwilligung Daten zu sammeln. Der Datenschutz, so Lobo, ist dadurch im Endeffekt die Komponente, die Digitalisierung verhindert. Eine Antwort dagegen finden wir bei netzpolitik.org, wo Thilo Weichert, der als Datenschutz-Hohepriester kritisiert wurde von Sascha Lobo, einen Gastbeitrag verfasste. Darin schreibt Thilo Weichert, dass Digitalisierung in Deutschland hauptsächlich deswegen versagt, weil, und das ist jetzt tatsächlich ein Zitat, bürokratische Inkompetenz, Zitat Ende, ein riesiges Problem ist. Der Datenschutz möchte nur, so schreibt er, eine rechtskonforme Umsetzung von Software. Wenn ihr einen Schlagabtausch auf intellektuellem Niveau sehen wollt, ich empfehle wirklich beide Artikel zu lesen. Es war hochlehrreich zu lesen, wie sich Leute mit der Mistgabel bekämpfen, sich als Hund beschimpfen, ohne dabei ausfällig zu werden. Inhaltlich muss ich sagen, kann ich beide so ein bisschen verstehen. Es wird häufig so dargestellt, als sei ohne Datenschutz alles einfacher, aber wo man den Spagat macht, das muss sehr, sehr vorsichtig abgewogen werden. Ihr wisst, dass ich in den meisten Fällen stark zu Team Privacy tendiere, aber das liegt einfach daran, dass sobald man mal nicht da aufpasst, alle Daten von allen Seiten einfach eingesaugt werden, als hätte man die Ghostbusters gerufen. Man beschwert sich selten, dass eine Seite nicht genug Daten sammelt, und die Firmen finden halt ziemlich leicht rechtlich akzeptable Wege, um alles zu sammeln. Aber verlasst euch drauf, ein paar dieser Beispiele, wo man wirklich sehr, sehr genau abwägen sollte, die kommen noch in den zukünftigen Videos. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Verantwortungsbewusstes Verhalten. Was? Ah. Die USA direkt eingeschmischt, genau. Ich muss erstmal wieder ganz oben, warte mal. Das war die falsche Richtung. Wieso muss ich nach unten drücken, wenn ich nach oben will? Ich muss ganz kurz die Brille putzen. Ich sehe gar nichts.
irgendwelche komischen Chat-Kontrollen. Achso, scheiße, ich sollte nach unten gehen. Haha, sorry. Und wenn Sie klicken, dann können wir Ihnen gleich noch das... Moment, was? Das... Moment. Im Grunde ist Evil Pro... Verdammt. Dabei aber leider... Moment, was? Da fehlt was. Da fehlt ein Wort. Die Universität... Hacker-Paragraph... vermehrt in Kommentaren... das machen wir nochmal. Dass mehrere hundert... laut Portugal... dämlichen Benachrichtigungen an die Frauen, die diesen Kanal hier... Moment, was? Die diesen Kanal und aus der Information... Da fehlt wieder ein Wort. NATO-Dokumente gestohlen sein sollen. Gestohlen worden sein sollen. Gestohlen sein sollen? Gestohlen worden sein... Deutsch.